Hey, herzlich willkommen. Mein Name ist Elisabetta. Ich nehme euch heute mit in eine Welt voller Farben. Farben sind für mich allgegenwärtig. Ich habe mir irgendwann mal so ein bisschen vorgenommen, die Welt bunter zu gestalten. Habe als Friseurin auf den Köpfen der Leute angefangen und ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Nur, dass der halt eben nicht rot ist, sondern ganz schön bunt. Willkommen in meiner mintfarbenen Küche. Ich mag die Farbe einfach total gerne, weil ich Pastell total gerne mag. Das liegt daran, dass ich ja eben immer alles bunt gestalten möchte, aber natürlich alles in Vollfarben einfach oft sehr, sehr massiv wirkt. Und ich finde, Pastell gibt einem die Möglichkeit, alles bunt zu gestalten, ohne dass es einen anschreit. Zu Pastellmint gehört natürlich dann auch ein Pastellrosa. Und das ist einfach noch ein altes Schränkchen aus meinem Friseursalon, den ich jahrelang hatte. Da war das so im Wartebereich für die Kunden. Den hatten wir immer im Keller aufgehoben. Haben dem dann mal so ein bisschen die Beine gekürzt, dass er ja wie so eine Bergziege auf der Treppe stehen kann. Und da beherbergt der jetzt hier so eine Heißluftfritteuse. Aber auch die kann natürlich auf keinen Fall hier schwarz sein, sondern hier werden auch Elektrogeräte nach Farben gekauft. Hier seht ihr einen kleinen Schrank, den hat mein Vater, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wo der den ausgegraben hat. Der stand einfach mal mit diesem Schrank hier vor meiner Tür und es musste dann auch in der Küche so gebaut werden, dass dieser kleine Schrank hier seinen Platz findet. Hier ist unser Dunstabzug versteckt und das liegt ganz einfach daran, dass es natürlich keinen Dunstabzug gab, der mir gefallen hat. Und somit haben wir einen ganz einfachen Holzkasten genommen und den natürlich wieder farblich behandelt und noch so ja, einen meiner Lieblingssprüche im Herzen barfuß draufgeschrieben, um einfach auch noch mal der Küche noch so ein bisschen was nicht von der Stange mitzugeben. Und kürzlich kam ich auf die Idee, dass mir die Fugen einfach nicht mehr gefallen von unseren Fliesen und dass die doch in so einem Pastellorange viel besser wären. Ja, das war dann mal so ein Sonntag und jetzt sind die orange. Ihr seid hier in einem alten Forsthaus in Kierburg. Das Haus ist schon ja, fast 100 Jahre alt, ist von 1930. Und meine Mutter hat es vor einigen Jahren gekauft, so dass ich es ihr dann irgendwann abkaufen konnte. Und als sie es gekauft hat, war ihr total wichtig, auch Farbe reinzubringen. Vielleicht habe ich das ein Stück weit geerbt. Und zwar hat sie extra einen Kirchenglaser beauftragt, der uns diese wunderschöne Tür hier eingebaut hat. Hier seht ihr unsere Wandfarbe. Da haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht. Es ist eine Kreidefarbe. Ich mag total gerne Kreidefarben. Das wird euch häufiger begegnen hier im Haus. Und zwar haben wir den Farbton so gewählt, weil wir irgendwas wollten, was auch eine gewisse Gemütlichkeit, was so ein bisschen was Sandiges hat. Aber ich wollte auch diesen Forsthaus-Charakter mit einem Hauch von Grün. Wenn ich von wir spreche, dann meine ich meinen Freund, den Marc. Der ist zum Glück im Ursprung Maler und Lackierer und darf dann alle Dinge, die ich mir so munter ausdenke, die darf der dann gerne umsetzen. Wir haben ja schon über die Wandfarbe gesprochen, ich mag total gerne, aber die Kombi mit dieser Tapete, mit diesen rot-beigen Streifen, einfach ist das mein Lieblingsblick hier im Haus. Es geht mal wieder darum, dass ich einfach gerne Farbe um mich herum habe. Ich finde, Farbe gibt ganz viel Emotion, Farbe gibt ganz viel Leben und Farbe unterstreicht den Charakter von Räumen. So, hier sind wir im Esszimmer. Das ist natürlich der Raum für gesellige Stunden, für Zeit mit Freunden, für einfach wirklich das, was Leben ausmacht. Und da haben wir zum Beispiel einen Kronleuchter. Den hat mein Vater mal in einer alten Villa für mich gekauft. Ich glaube, wenn man den Kronleuchter einzeln betrachtet, dann ist er schon wirklich ziemlich drüber. Aber hier geht er irgendwie im Sammelsurium unseres Hauses, fügt er sich ganz gut ein und dominiert nicht so sehr. Zu einem Tisch gehören natürlich auch die richtigen Stühle. Aktuell sind es jetzt diese Stühle, die sind sehr bequem. Die musste ich natürlich auch noch ein bisschen farblich verändern. Die waren ganz dunkles Holz, das war sehr düster und dann mussten die halt natürlich auch einen Pastellton kriegen. Dann kommen wir zu einem vielleicht auch etwas besondereren Möbelstück, und zwar unserem Küchenschrank.
Und ich werde von meiner Familie immer mal wieder gefragt, wann ich denn die Türen mal streichen möchte. Aber der steht hier natürlich genau deswegen, weil ich es eben mag, dass man auch so ein bisschen das Holz sieht und dass er eben so viele verschiedene Farben mitbringt. Und vor allem irgendwie, der hat doch was zu erzählen. Ganz häufig werde ich gefragt, wie ist denn dein Haus so eingerichtet? Was ist denn dein Stil? Und ehrlich gesagt, Leute, ich habe keinen. Es ist für mich wichtig, mich mit Farben zu umgeben. Die wirken ein auf meine Stimmung. Und ich finde, die zeigen einfach Charakter. Die zeigen Charakter von einem Haus, die zeigen vielleicht aber auch Charakter von mir und die zeigen auch ganz viel vom Leben. Ich finde es super wichtig, dass warmes Licht verwendet wird. Gerade wenn so eine Lampe schon so einen alten Lampenschirm hat, der aus so einem Papier hergestellt ist, dann gibt das nochmal so eine besondere Atmosphäre. Es war mal ein Sonntag im Dezember, an dem ich die Idee hatte, ein Klavier zu kaufen. Kein Mensch hier kann Klavier spielen. Das Ganze war dann auch noch schwarz. Schwarz gibt es hier in dem Haus aber nicht, also musste das natürlich auch wieder die Farbe ändern. Das ist dann weiß geworden und ist heute mein Dekoplatz. Jetzt schauen wir aber mal unter den Tisch. Hier finde ich, dass diese 3 Koffer mit dem, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, Zebrahund dazwischen, sich wunderbar stehen und aufeinander gut wirken. So, jetzt gehen wir mal mit raus auf die Terrasse. Und da war natürlich die Frage aller Fragen, was macht man denn jetzt bei so einem alten Haus für ein Geländer da dran? Und dann haben wir in Süddeutschland dieses Geländer gekauft. Damals war es noch weiß, haben es hier hinbringen lassen und haben es dann hier festgemacht. Und wenn man hier so runterschaut, da sieht man unsere Tiere. Da zum Beispiel die dicke Rosi. Hier ist es jetzt gerade ein bisschen zu kalt, deswegen gehen wir mal ins gemütliche Wohnzimmer. So. Textilien sind was mir auch ganz wichtig ist. Also Kissen, an denen kann ich einfach nicht vorbeigehen. Decken, Vorhänge, alles was irgendwie Atmosphäre gibt, das gerne im höchsten Maß. Was ich euch hier zeigen möchte, ist ein Sofa. Und für uns ganz besonders, weil das haben wir wirklich ganz klassisch in einem Möbelgeschäft gekauft. Und damit hat das hier in dem Haus schon Alleinstellungsmerkmal. Leider haben mir bei den Sofas alle Füße nicht gefallen. Liegt daran, dass ich Metall so gar nicht mag und auch vor allem hier in dem Haus nicht sehe. Wir haben uns dann noch einfach im Internet ein paar gedrechselte weiße Füße bestellt und haben die an das Sofa dran gemacht. Und somit war dann auch meine Welt wieder in Ordnung. Da seht ihr unser Wohnzimmerbild und das ist ein Bild, was eigentlich mein Freund und mich zeigt. Ja? Immer wieder in ganz klein, sieht eigentlich aus wie eine Landschaft, ist aber was ich als Poster habe drucken lassen und habe es einfach auf ein anderes Bild draufgeklebt, um quasi einen Rahmen zu haben. Daneben ist so eine alte Blumenbank. Das ist mein absoluter Lieblingsschrank. Den habe ich bei meiner Großmutter auf dem Speicher gefunden. Er ist schon ziemlich alt und er ist nur aus billigen Spanplatten gemacht. Und um aber hochwertigere Möbel zu symbolisieren, ist das eine Biermalerei, die da drauf ist. Und ich finde, das erinnert ganz schön daran, dass es gar nicht immer alles so teuer sein muss, sondern dass man aus ganz einfachen Mitteln was machen kann. Jetzt gehen wir aber mal nach oben. So, hier sind wir dann schon beim Hahnenkampf. Fanden wir total witzig, weil wir ja auch Hühner haben und haben das auch im Internet gefunden, so als Konvolut. Gerade eben die dunkelgrünen Rahmen auf der rot gestreiften Tapete, das Arbeiten mit Komplementärfarben betont das Ganze hier natürlich. Und jetzt kommen wir zu unserer Lieblingslampe. Meine war es direkt, die von meinem Freund musste es erst werden. Wir waren mit unseren Freunden, wie so häufig, sonntags im Sommer auf dem Flohmarkt unterwegs. Und ich habe wirklich in der letzten Kiste an so einem Stand diese Leuchte gefunden.
Ja, da war ich dann echt froh, dass ich viel Verstärkung von meinen Freunden dabei hatte, weil da hat es tatsächlich mal einen Moment gedauert, dass ich meinen Freund davon überzeugen konnte, dass dieses gute Stück unbedingt bei uns einziehen muss. Jetzt gehen wir ins Badezimmer. Was ihr jetzt wahrscheinlich für Holz haltet, ist in Wirklichkeit Fliese. Ich bin eigentlich ganz happy. Ich mag auch, dass es ein relativ kleines Badezimmer ist, aber doch alles, was man braucht. Und da gibt es auch noch diesen Mülleimer. Dinge dürfen gerne schön sein. Und selbst sowas, was an sich schon hässlich ist, nämlich ein Mülleimer, ist doch einfach schon viel erträglicher, wenn man das einfach in schöne Farben packt. Vielleicht noch hier mal einen kurzen Blick drauf. Das haben wir nämlich letztens vom Antikmarkt. Ich glaube, das war so ein Blumenkasten, der mal irgendwo dran war, an einem alten Haus. Und wir haben es jetzt einfach zweckentfremdet. So, jetzt gehen wir mal ins Schlafzimmer. Das ist der Raum, den wir als letztes renoviert haben. Und zwar wollte ich unbedingt eine Mustertapete. Ich zeige es euch mal noch nicht. Und ich wollte nämlich eine Mustertapete, die im ganzen Schlafzimmer ist. Ich mag die Farben, weil die unheimlich beruhigend wirken. Ich mag, dass es fröhlich ist, dass es präsent ist, aber doch einen nicht erschlägt. Und hier mal wieder die Liebe zum Pastell. Hier seht ihr unser Bett und der Bettkopf, der ist einfach nur aus 2 alten Schranktüren, die wir quer an die Wand gemacht haben. Weil ich auch da fand, es war super schwierig, irgendwie einen Bettkopf zu finden, der zu den dunklen Holzmöbeln hier gepasst hat, der überhaupt mir auch zu den Nachttischen gepasst hat. Und dann, warum nicht einfach 2 Schranktüren an die Wand? Ein weiterer Kauf im Internet war diese Riesenvitrine. Wir haben natürlich nochmal die Farbe aus der Tapete für die Innenfarbe der Vitrine verwendet. Die war vorher innen schwarz. Und hier sind so ein paar Lieblingsstücke. Ist doch schön, wenn man morgens den Tag startet mit guten Dingen um einen rum. Eins, was ich da ganz besonders mag, das ist hier oben dieses. Das ist ich habe es Kuschelkissen genannt. Das ist so mein Kinderkissen. Das ist vielleicht das, wo andere ihr Stofftier oder ihre Puppe ewig nachschleppen. Das war bei mir dieses Kissen. Das war das, was ich euch von meinem Haus, von meinem Zuhause zeigen konnte. Das Spielen mit Farben, das Rantasten an Dinge, wo kann man besser üben als in den eigenen 4 Wänden. Einfach mal schauen, was zusammenpasst und ein bisschen Farbe wirken lassen. Schauen, wie die Farbe auf einen wirkt. Und ich hoffe, ich konnte euch vielleicht einen Funken Mut geben, auch ein bisschen Farbe bei euch zu Hause anzubringen. So, das war die Roomtour aus meiner Welt der Farben. Und wenn ihr mal schauen wollt, wie es bei den anderen Leuten so aussieht, dann klickt einfach hier, abonniert den Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Wer weiß, was sich hier farblich noch so verändert. Bis bald!